Okay. Zu Beginn, herzlich willkommen. Wir haben bereits darüber gesprochen, aber sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch aufgenommen und ausgewertet werden darf und die Daten auch veröffentlicht werden dürfen? Jo. Mhm. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. In dieser Reihe sprechen wir mit Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen übersehen, missverstanden oder vorschnell beurteilt gefühlt haben. Ziel ist nicht, jemanden auf ein Merkmal zu reduzieren, sondern Erfahrungen sichtbar zu machen und gemeinsam darüber nachzudenken, was sich gesellschaftlich und im Alltag verändern sollte. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, Ihre Erfahrungen zu teilen. Wenn Sie möchten, wie alt sind Sie und welchem Bereich arbeiten Sie aktuell? Jo, also ich bin 35 Jahre alt, ich bin Assistenzarzt in der Unfallchirurgie und ja, ich dachte, ich nehme mal teil. Es ist ja gerade auch Ramadan, da dachte ich, da passt es ganz gut, wenn wir über das Thema einmal sprechen. Mhm. Wie sind Sie zu Medizin und speziell zur Unfallchirurgie gekommen? Also, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich komme aus einer Ärztefamilie tatsächlich und mein Vater ist Chirurg und mein Onkel ist auch Chirurg und das wurde mir quasi so in die Wiege gelegt und eigentlich kenne ich tatsächlich auch keine andere Alternative für mich. Um ehrlich zu sein, gab es auch irgendwie keine andere Alternative. Es war entweder Arzt oder Enttäuschung. Mhm. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für Sie im Krankenhaus aus? Also typisch ist ein bisschen schwer, aber wenn ich mal keinen Wochenenddienst, 24-Stunden-Dienst oder spontan anderweitig einspringe, dann gehe ich runter an die Umkleide, schmeiß mir meinen Kittel zusammen und gehe, je nachdem auf welcher Station ich gerade rotiere, ähm, für mich jetzt gerade in der Chirurgie, gehe auf die eine Station und melde mich erstmal im Ärztebesprechungsraum und dann wird das dann besprochen, wie der Tag quasi vorangeht, wer primär auch in der Unfallchirurgie ist, wer in der Visite dann dabei ist, wer Auswertungen macht der Visite, wer die Dokumentation auch macht, wer bei wem mitläuft, welche OPs anstehen, was verschoben werden kann und genau darüber sprechen die einmal und dann wird halt geguckt, wer zwischendurch eben noch Blut abnimmt oder Vikos irgendwie legt und genau, ob es auch einen bestimmten Notfall vielleicht gab über die Nacht hinweg. Genau, das wird dann thematisiert und dann geht es auch schon los. Dann gehen wir die Visite auch machen, dann wir dazu auserkoren worden sind und genau, dann wird uns ganz typischerweise ganz freundlich auch werden uns Fachfragen gestellt. Und wenn wir die dann gemeistert haben, gucken wir uns auch die Beurteilung beispielsweise auch der Wunden an, gucken, ob es irgendwo einen Fixateur externer gibt, der sich infiziert hat oder ob es andere Sachen gibt, die beachtet werden müssen. Dann tauschen wir uns auch immer mit den anderen Fachdisziplinen aus, also bei uns besonders die Krankenschwestern. Genau, und ansonsten genau, kriegen wir in der Regel auch direkt mal Blutfälle mit rein und ja, genau so ist das. Und ansonsten, ja, wir haben irgendwann auch mal Pause, wenn das so geregelt ist. Ja, und machen bestimmte Berichte fertig, sind dann auch gerne mal in der Unfallaufnahme. Genau, da bedienen die ein großes Portfolio. Mhm.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf? Also, ich wusste nicht, dass der tatsächlich so ist, wie er ist. Ja, das ist mir später auch aufgefallen, dass er so intensiv ist. Aber was mir besonders an dem Beruf gefällt, ist, dass man erstens sehr viele Möglichkeiten hat. Also nach Assistenzarzt kann man wirklich viele Fachrichtungen wählen. Man hat ein sehr breites Wissen. Es ist gesellschaftlich hoch angesehen, familiär hoch angesehen. Ein Einkommen, was natürlich auch stimmt nach den Jahren Studium, wo man wirklich sehr schlecht verdient hat. Ja, man hat große Verantwortung, das ist ganz spannend. Mag nicht jeder, aber ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Ich hätte auch gerne mal was anderes gemacht an einigen Tagen, wo man viel auch mit Leid konfrontiert ist, aber gut, dafür haben wir ja auch nichts Vernünftiges gelernt. Genau, und ja, das gefällt mir und irgendwie ist man ja, wenn man reist, dann ist man gut angesehen, wenn man Arzt ist und es hat sehr viele Vorteile, wenn nicht ausschließlich Vorteile. Mhm. Wenn Sie sich selbst mit 3 Worten beschreiben müssten, welche wären das? Ja, 3 Worte, ich würde sagen, spannend, flexibel und charmant. Mhm. Welche Rolle spielt Ihre religiöse Identität im Alltag als Arzt? Ja, die religiöse Identität eine große Tatsache, weil ich mich durch und durch diese Identität auch identifiziere. Sie ist allgegenwärtig. Wenn meine Kollegen Raucherpause machen, dann mache ich eine Gebetspause. Und wenn es sehr, sehr stressig ist, dann stelle ich mich auch auf die Gebetsmatte und versuche dort eben auch meine Ruhe und auch meinen Frieden zu finden. Ich habe eine wirklich sehr, sehr, sehr gute muslimische Ärztekollegschaft und die ist sehr bereichernd und sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja, ich achte den Menschen sehr und auch den menschlichen Körper sehr, weil ich auch den religiösen Einfluss da habe. Es ist mir mehr als wichtig und nicht nur, dass ich, und das ist meine Überzeugung, von Gott auserwählt wurde, um Menschen zu helfen, sondern auch, dass ich erleben und sehen darf, wie schnell das kostbare Leben vorbei ist und dass ich so oft dafür sensibilisiert werde. Das ist eine Sache, die sehe ich nicht als selbstverständlich an. Und diese ganze Sensibilität rundum, dass ich gut zu Patienten bin, zu Angehörigen, auch die Wertschätzung von auch älteren Patienten, ihre Geschichte und all das, das sind so Dinge, das ist für mich eine sehr berührende Sache und deswegen ist meine religiöse Identität im Alltag für mich als Arzt super, super wichtig und in vielen Hinsichten auch entscheidend. Es ist auch spannend zu sehen, welche Ausnahmeregelungen es im Religiösen gibt, denn wenn es einen medizinischen Notfall gibt, entfällt jedes religiöse Gebot quasi. Und sowas zu sehen, das auch so etwas sich dessen bewusst zu sein, ist für mich auch sehr wertvoll. Mhm. Gibt es Situationen im Krankenhaus, in denen Ihre religiösen Überzeugungen sichtbar oder relevant werden? Also für mich persönlich ist das eine Sache, die ist für mich immer relevant. Sichtbar, durch den Kittel sieht man das halt nicht unbedingt, es sei denn, man gewichtet meinen Bart.
aber ja, sichtbar, nee, ich trage jetzt nichts auf dem Kopf, um ehrlich zu sein. Relevant wird sie, wenn ich vielleicht eine so eine Gebetswaschung mache. Und das mache ich dann in der Pause, wenn ich auch bete. Also da ist es für mich relevant, da werde ich auch nochmal schön ruhig. Das ist quasi vergleichbar wie mit einer Yoga-Einheit für andere Menschen. Es ist für mich durch und durch entspannend und erdend. Und da ist es für mich relevant. Es holt mich zurück auf den Boden der Tatsachen. Und Gezielsituationen im Krankenhaus. Naja, wenn ich muslimische Patienten zum Beispiel habe, dann spreche ich ihnen auch nochmal schöne religiöse Sachen zu, einfach damit sie sich wohl und gesehen fühlen und damit sie auch eine Wertschätzung erhalten, weil für mich gehört dieses Gesund und Kranksein ganz eng in Bezug auch auf die Religion. Mhm. Wie erleben Sie den Ramadan während Ihrer Arbeit im Krankenhaus? Also der Ramadan ist allgegenwärtig für mich innerhalb der Fastenzeit, aber auch außerhalb der Fastenzeit natürlich. Warum? Weil ich faste, sobald nicht schlecht wird, ich mich übergeben muss, ich nicht ohnmächtig werde oder so, und ich gesund und fit dafür bin, bin ich angehalten zu fasten. Und ich mache es sehr gerne. Ich merke tatsächlich keine großen Einbußen. Ich bin aber auch gut trainiert. Ich mache mehrstündige Operationen und das fällt mir tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, wirklich überhaupt nicht schwer. Ja, und warum ist der Ramadan während der Arbeit, wie erlebe ich es? Also ich erlebe es durchweg positiv. Ich freue mich, wenn ich meine muslimischen Kollegen auch sehe und wir beglückwünschen uns zum Ramadan. Es ist toll und ich schätze jeden Schluck Wasser. Ich kann während der Mittagspause, wenn andere essen, kann ich mich zurückziehen. Ich kann leise Gebete sprechen. Also man tut im Ramadan auch mehr für die Seele und fokussiert sich auf das Wesentliche. Aber ich darf mich natürlich ich darf mir in ernster Instanz nicht schaden. Es ist nicht so, dass man auf Teufel komm raus irgendwie fasten sollte oder muss. Und genau, weil Gesundheit da so eng mit einhergeht, finde ich, ist es gerade für das Krankenhaus für mich absolut sinnstiftend, das zu verbinden. Mhm. Gab es Reaktionen von Kolleginnen oder Kollegen, wenn sie während des Ramadans fasten? Ja, also die gibt es immer. Und das ist auch irgendwo verständlich, wenn man nie so wirklich sich damit auseinandergesetzt hat oder einfach nur ein Narrativ vor Augen hat, was einfach nur auf bestimmte Vorurteilen oder auf bestimmte Nachrichtenartikel hindeutet. Das ist leider gar nicht so abwegig, dass es auch in der Gesellschaft verbreitet ist. Aber und ich möchte jetzt gar nicht in die medizinische Lehre reingehen, aber das Ramadan-Fasten ist sehr ähnlich zum intermittierenden Fasten und das intermittierende Fasten war ein ganz großer Hype. Bei Ramadan hebt aber jeder die Hände, schlägt sie auf den Kopf und denkt sich Hilfe, Hilfe. Und was auch ganz spannend war dieses Jahr, direkt am ersten Tag von Ramadan hat man auch in den Nachrichten geteilt, dass am ersten Tag angeblich schon die Kinder reihenweise umgefallen sein sollen, was überhaupt gar nicht stimmen kann, weil in den ersten Morgenstunden hat man noch so viel Glucose in den Speichern, das kann gar nicht funktionieren, weil wir sehr überernährt sind, auch in Deutschland. Und deswegen verstehe ich auch oft diese Bildungsresistenz dahingehend nicht. Und gerade im klinischen Kontext, also der Ramadan befeuert etwas in den Zellen, das nennt sich Autophagie. Und wer sich innerhalb der Klinik mit so etwas nicht befasst, das muss ich schon echt beschmunzeln, weil wir haben viele Menschen, die auch aus dem multikulturellen Raum kommen, und es ist egal, ob man jetzt gerade auch parallel zur christlichen Fastenzeit fastet, ob Muslime jetzt im Ramadan fasten oder ob die Juden Schabbat haben, was auch immer.
ist es wichtig, dass man sich mit religiösen Sitten und Normen auseinandersetzt, weil so funktioniert es und so divers, wie es ja eigentlich im Krankenhaus immer zugeht. Es ist für mich immer noch ein Rätsel, dass es Menschen gibt, die dann kommen und sagen, was? Noch nicht einmal Wasser? Wir leben in so digital fortgeschrittenen Zeitalter. Wir haben ChatGPT, wir haben andere Sachen. Es gibt Leute, die können auch mit einem Klick nur Google aufmachen und da ist es mehr als schwierig, wenn man dann sagt, nee, also mit der Frage gehe ich an die Öffentlichkeit oder schreibe Menschen schlechte Sachen in den sozialen Medien. Das Thema Ramadan und mein Kollegenkreis, das muss eigentlich angekommen sein. Und wenn, dann sollte man auch offen und ehrlich kommunizieren und fragen und nicht so wie viele meiner Kollegen leider auch so mit Scheuklappen rumlaufen. Wie wird im Team darüber gesprochen, wenn jemand religiöse Praktiken im Arbeitsalltag hat? Ja, also im Team, also im Ärztekreis ist das kein so großes Thema, weil es nicht irgendwie an die Glocke gehangen wird. Denn man macht und arbeitet und ist froh, wenn man mit den Dingen am Ende der Schicht irgendwie durch ist. Ich weiß aber, dass unter den Pflegern viel mehr darüber gesprochen wird und es wird sich auch echt das Maul darüber zerrissen. Man macht, wenn man die rituelle Reinigung macht, dann wascht man sich die Hände, das Gesicht, die Arme und auch Füße. Und ich habe auch schon erlebt, dass sich Pfleger darüber abströmt haben, also aufgeregt haben, dass wir solche Praktiken machen und die wir dann irgendwie, also das war ganz, ganz, ganz komisch und auffällig. Und ich habe einfach das Gefühl, dass viele Leute denen nicht wohl besonnen sind und da nicht offen darüber gesprochen wird, also nicht mit Muslimen, sondern über Muslime. Und ich finde, das ist der allerfalscheste Ansatz. Und es ist wirklich schade, dass wir so etwas immer noch im klinischen Alltag auch strukturell noch drin haben. Gab es Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, dass Ihre religiöse Praxis missverstanden oder belächelt wurde? Ja, leider oft genug. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich während der Pause in den Gebetsraum gehe, und ich hätte auch sagen können, in den Raum der Stille, weil das wird auch in anderen Kliniken genutzt. Da wird auch darüber noch sich lustig gemacht und auch so Dinge gesagt wie, ach, und hast du deinen fliegenden Teppich mitgebracht oder jetzt machst du mal ein bisschen Allahu Akbar oder so. Und das ist wirklich mehr als traurig, weil es tut mir so gut. Und ich merke, dass es so effektiv ist für auch meinen Kopf und dass dem nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich dass man auch ein offenes Ohr für so etwas hat. Das ist ja für mich auch sehr privat. Und was ich in meiner Pause mache, das sollte nicht kommentiert werden. Ich kann auch 15 Mal um meinen Baum laufen. Aber es ist trotzdem so, dass es missverstanden ist und es wird auch immer noch belächelt. Welche Annahmen machen Menschen manchmal über Sie, wenn sie erfahren, dass Sie praktizierender Muslim sind? Ja, also es gibt auch schon Vorurteile, so ja, dass man irgendwie nicht außerhalb des Gleichgeschlechtlichen therapieren würde und es gibt dann irgendwie bei einigen Leuten auch eine ablehnende Haltung, aber das ist Alltag, also es juckt mich eigentlich in dem Sinne nicht, weil wir so gefragt sind, also ich kann eigentlich direkt zum nächsten Patienten. Also das heißt ja, dass der Patient akut gar nicht meine Hilfe gebraucht hat und dann weiß ich das damit. Hatten Sie Situationen, in denen Ihre religiöse Praktiken kollidierten mit dem Stationsalltag? Nee, tatsächlich nicht so direkt. Also wenn ich vielleicht mal ein bisschen länger fürs Gebet gebraucht habe, dann war das tatsächlich auch so, aber ich habe ja ein Telefon mit mir und man kann mich ja auch immer erreichen. Es ist ja nicht so, als wäre es unüblich, dass Menschen ihre Raucherpause überziehen oder als würden einige Leute ihre Pause überziehen. Und ja, deswegen mache ich es tatsächlich gar nicht zu einem so großen Ding, weil ich mache an einem Tag vielleicht 2 Minuten mehr Pause und am anderen Tag mache ich 5 Minuten weniger Pause. Das relativiert sich. Genau, und deswegen würde ich sagen, nein.
Wie reagieren Kollegen, wenn sie über religiöse Themen sprechen? Also religiöse Themen haben bei uns gar nicht so oft Platz im Gesprächskreis. Das jetzt einfach aktuell ist, dass der christliche und der muslimische Fastenzeitraum zeitgleich ist. Aber ansonsten spricht man leider gar nicht darüber. Was für mich aber auch ein bisschen verlorene Zeit ist, weil es ist sehr wertvoll und sehr schön, dass man sich über solche Dinge austauschen kann. Ich finde es auch spannend, weil es ist ja manchmal, also man denkt so ein bisschen in die Richtung, dass sich ja Wissenschaft, also diese medizinisch begründete Wissenschaft und Religion irgendwie abstoßen würden. Aber ich finde das überhaupt gar nicht. Ich finde, das eine unterstreicht das andere ganz wunderbar und wenn man es vereinen kann, dann kann man es vereinen. Mhm. Gab es Situationen, in denen Sie das Gefühl hatten, sich erklären oder rechtfertigen zu müssen? Also ich halt nur während der Gebetswaschung oder mal vielleicht wenn mein Bart oder so kommentiert wurde. Und wenn man sich darüber mal lustig gemacht hat tatsächlich. Ich nehme es aber wirklich gar nicht so negativ auf. Ich sehe es halt viel mehr, wenn es bei Kopftuchträgerinnen der Fall ist, dass sie sich häufiger dafür rechtfertigen müssen. Ich bekomme hier und da dumme Sprüche, aber es ist jetzt nicht so, als könnte ich das nicht kontern, weil, und das ist auch so ein bisschen die traurige Realität, ich als Arzt da schon relativ viel Macht habe. Nicht, dass ich sie ausnutze, aber ich bin in einer anderen Position. Mhm. Welche Kommentare oder Reaktionen haben Sie als besonders schwierig oder verletzend empfunden? Ja, also ich habe mal mitbekommen, dass jemand gesagt hat im Ärztekreis, dass bei einigen ausländischen Kollegen da mehr Integrationsarbeit gemacht werden muss, als medizinisch gearbeitet werden kann. Das hat mich sehr getroffen, weil ich überhaupt gar nicht mich dazu zähle, aber optisch für viele da einfach mit reingehöre. Und das hätte eigentlich auch ein Satz sein können, den sie auch quasi meinem Vater und meinem Onkel zugeschrieben hätten. Das fand ich unter aller Sau. Da besteht auch so eine ganz spannende Annahme, dass männliche Ärzte weibliches Personal irgendwie verdrängen wollen würden, was ich so absurd finde, als würden wir, also muslimische Männer, die Ärzte sind, also in den oberen Regionen, in den oberen Reihen, als würden die Frauen minderbewertig ansehen. Das ist absolut falsch. Wie gehen Sie persönlich mit solchen Situationen um? Also ich habe tatsächlich auch in meinem Alltag gar nicht so viel Zeit, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Ich bin wirklich sehr beschäftigt. Ich mache auch Ehrenamt und bilde mich auch immer noch weiter und verfolge ein Ziel und lasse das gar nicht an mich ran. Wenn ich heute nicht hier arbeite, arbeite ich morgen woanders. Es ist wie es ist und übermorgen bin ich in der Schweiz. Ich lasse das nicht wirklich an mich ran. Mhm. Was gibt Ihnen Kraft, wenn Sie im Alltag auf Missverständnisse oder Vorurteile stoßen? Ich fühle mir vor Augen, dass alles vergänglich ist. Ich tanke viel Kraft durch Spiritualität, ich tanke viel Kraft durch Zusammenhalt. Also die Menschen, die zusammenhalten wollen, die halten zusammen. Die Menschen, die partizipieren davon. Und die Menschen, die da absolut keine Lust haben und nichts dafür übrig haben, das ist so. Und die bleiben auch, wo sie sind. Und das soll auch so sein. Ich meine, es wird nicht immer in irgendeinen Kreis rutschen und Gott sei Dank dafür. Und das gibt mir Kraft, dass ich weiß, dass ich mich auf das Richtige fokussieren kann. Und das, was richtig ist, ist das, was für mich funktioniert. Und das funktioniert und ich fokussiere mich darauf. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann rede ich mit ein paar Leuten drüber, aber ich fokussiere mich echt auf das, was wichtig und relevant ist. Mhm. Gibt es Kolleginnen oder Kollegen, die Sie besonders unterstützt haben? Ja, es gibt Kollegen, die auch mein Leid nachempfinden können in solchen Situationen. Und das sind eigentlich eher meine muslimischen Kollegen.
weil sich in solchen Settings selten, das ist meine Erfahrung, selten jemand solidarisiert, wenn man wegen einem Aussehen oder einer bestimmten Glaubensart, wenn man da diskriminiert wird, da solidarisiert sich keiner. Das ist eher so Richtung Ellbogengesellschaft, dass man froh ist, wenn man nicht davon betroffen ist, und wenn es passiert, dann guckt man im besten Falle so schnell wie möglich weg. Traurigerweise, aber ja, so ist das. Mhm. Gab es auch positive Erfahrungen im Team im Umgang mit religiöser Vielfalt? Ja, also wir haben halt immer so unsere Quotenmaus, das ist so eine ganz süße, ich sag mal, die heißt Gabi, das ist so die Quoten-Gabi. Die kommt und sagt dann, ja, ihr habt doch jetzt euer Rammeldamm und genau, und dann werdet ihr auch irgendwann das Tier schächten, was ihr dann auspupen lasst, und das mag für einige diskriminierend klingen, ich weiß, die meinen das überhaupt nicht böse, und das ist so eine ungezwungene, auch lockere Persönlichkeit, ich lasse sie machen, und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man einfach erste Berührungspunkte damit hat und die aber auch ganz netter und froher Kultur sind. Das ist absolut okay. Aber positiv so ansonsten, also kommt keiner wie an Weihnachten vorbei und gibt dir ein Ramadan-Herzchen oder so. Mhm. Welche Veränderungen würden Sie sich im Gesundheitswesen wünschen, wenn es um religiöse Vielfalt geht? Also ich würde mir mehr Sichtbarkeit auch wünschen. Es geht darum, dass wirklich mehrere Ärzte jetzt auch aus Syrien und auch viele aus dem persischen Raum, auch viele aus Ägypten zugewandert sind, und es bedarf einer Sichtbarkeit, dass auch gerne religiöse Praktiken absolut in Ordnung sind, und es ist wichtig, dass man dafür auch Gebetsräume schafft und Möglichkeiten auch des Rückzugs. Mhm. Was könnten Krankenhäusern helfen, besser mit kulturellen oder religiösen Unterschieden umzugehen? Also was Krankenhäuser auf jeden Fall brauchen, sind Gebetsräume. Wir haben hier einen Gebetsraum, aber der ist abgeschlossen, da kann man nur mit einem Coin rein. Und das ist schon die erste Barriere. Warum kann man da nur mit einem Coin rein? Warum müssen Besucher ihre Daten dalassen? Und also von welcher Gefahr geht man hier aus? Das braucht mehr Transparenz, Ehrlichkeit, Sichtbarkeit. Und das braucht ein Krankenhaus, um besser einfach damit umgehen zu können. Mhm. Welche Botschaft würden Sie Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen mitgeben, wenn es um religiöse Vielfalt im Team geht? Ja, also hört auf, bei TikTok zu scrollen und fragt ganz offen und ehrlich mal eure Kollegen, mit denen ihr jeden Tag arbeitet. Mhm. Was würden Sie jungen muslimischen Medizinerinnen oder Medizinern raten, die überlegen, im Krankenhaus zu arbeiten? Just do it. Einfach machen. Es ist wunderbar, es ist herrlich. Man merkt einfach, wie gesegnet man ist. Man nimmt Gesundheit für selbstverständlich, aber da wird einem das Auge geöffnet. Macht es einfach. Gibt es etwas, was Sie zum Schluss noch ergänzen möchten? Nein, danke. Ich habe zu danken.